Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Finanztopia. Heute sprechen wir über eine Persönlichkeit, die wie kaum eine andere die Finanzwelt und die Medienlandschaft spaltet. Elon Musk. Für die einen ist er ein genialer Visionär, der die Welt verändert. Für die anderen ein Blender, der mit Tweets ganze Märkte bewegt und Anleger in die Irre führt. Die Frage, die wir uns heute stellen, ist Elon Musk wirklich der größte Unternehmer unserer Zeit? Oder nur ein Meister der Selbstinszenierung? Ein klassisches Pump-and-Dump-Phänomen. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja gut Musk, den Namen kennt doch eh jeder. Aber genau das macht ihn so spannend. Kaum ein anderer Unternehmer ist so präsent in den Schlagzeilen, auf Social Media, in Finanznachrichten und sogar in der Popkultur. Und kaum ein anderer beeinflusst mit seinen Worten und Taten so stark die Kurse von Aktien und Kryptowährungen. Bevor wir tiefer einsteigen, kurz der Hinweis. Wenn dir solche Inhalte gefallen und du keine weiteren Finanzvideos verpassen willst, dann abonniere jetzt den Kanal. Damit unterstützt du uns und stellst sicher, dass du immer auf dem Laufenden bleibst. Ganz wichtig, dieses Video dient ausschließlich der Information und Bildung. Es ist keine Anlageberatung, keine Empfehlung und keine Aufforderung, Aktien oder andere Finanzprodukte zu kaufen oder zu verkaufen. Die Inhalte basieren auf öffentlich verfügbaren Quellen. Und am Ende solltest du dir wie immer dein eigenes Bild machen. In diesem Video werfen wir gemeinsam einen Blick darauf, wer Elon Musk eigentlich ist, wie er sein Vermögen aufgebaut hat und welche Unternehmen hinter seinem Erfolg stehen. Wir schauen uns an, warum er gleichzeitig gefeiert und kritisiert wird, wo die größten Chancen seiner Projekte liegen, aber auch, welche Risiken und Kontroversen ihn umgeben. Am Ende kannst du dir selbst die Frage beantworten: Ist Elon Musk ein echter Visionär oder ein gefährlicher Hype, der jederzeit platzen kann? Mich interessiert dabei besonders deine Meinung. Wie siehst du Elon Musk? Ist er für dich ein Vorbild, ein Risiko oder beides? Schreib's mir gerne in die Kommentare. Um zu verstehen, warum Elon Musk heute so polarisiert, müssen wir einen Schritt zurückgehen und uns seine Geschichte anschauen. Elon Musk wurde 1971 in Pretoria, Südafrika, geboren. Schon als Kind zeigte er ein starkes Interesse für Technik, Computer und Science Fiction. Mit 12 Jahren programmierte er sein erstes Videospiel, das er für ein paar $100 verkaufte. Schon damals war klar, Musk denkt groß. Und er denkt in Technologien. Nach seiner Jugend zog er nach Kanada und später in die USA, wo er an der renommierten University of Pennsylvania Physik und Wirtschaft studierte. Musk brach später seine Doktorarbeit ab, um Unternehmer zu werden, mit dem klaren Ziel, Technologien zu entwickeln, die die Welt verändern. Sein erster großer Erfolg kam mit Zip2, einer Art digitalen Stadtkarte, die er zusammen mit seinem Bruder Kimball gründete. Das Unternehmen wurde Ende der 1990er Jahre für über $300 Millionen verkauft. Damit hatte Musk das Kapital für sein nächstes Projekt, X.com, ein Online-Bezahlsystem, das später zu PayPal wurde. 2002 verkaufte er PayPal an eBay. Sein Anteil brachte ihm rund $180 Millionen ein. Mit gerade einmal Anfang 30 war Musk also schon Multimillionär. Doch statt sich zurückzulehnen, investierte Musk fast sein gesamtes Vermögen in neue Visionen. Er steckte sein Geld in 3 Unternehmen, die damals von vielen belächelt wurden: Tesla, ein Elektroautohersteller, SpaceX, ein privates Raumfahrtunternehmen und SolarCity, ein Anbieter für Solartechnologie. Viele hielten ihn für verrückt. Elektroautos galten als Nischenprodukt und private Raketen als Science Fiction. Doch Musk setzte alles auf eine Karte und riskierte mehrfach, pleite zu gehen. Heute wissen wir, Tesla ist einer der wertvollsten Autohersteller der Welt. SpaceX ist führend in der Raumfahrttechnologie und auch andere Unternehmen von Musk, wie Neuralink oder The Boring Company, ziehen immer wieder Aufmerksamkeit auf sich. Dieser Aufstieg zeigt zweierlei. Elon Musk ist jemand, der bereit ist, alles zu riskieren. Und er ist jemand, der es geschafft hat, seine Visionen in knallharte Business-Erfolge zu verwandeln. Zumindest in vielen Bereichen. Aber es erklärt auch, warum er von Kritikern oft als Spieler beschrieben wird. Jemand, der alles auf eine Karte setzt und dabei nicht selten am Rande des Scheiterns steht. Warum ist Elon Musk eigentlich so präsent? Warum redet gefühlt die ganze Welt über ihn? Ein zentraler Grund ist natürlich Tesla. Mit Tesla hat Musk die Automobilindustrie auf den Kopf gestellt.
Während große Hersteller wie Volkswagen, BMW oder Toyota jahrelang am Verbrennungsmotor festhielten, setzte Musk konsequent auf Elektroautos. Anfangs wurde er dafür belächelt. Heute ist Tesla einer der wertvollsten Autohersteller weltweit. Tesla hat gezeigt, dass Elektroautos nicht nur machbar, sondern auch begehrt und profitabel sein können. Doch Tesla ist nur ein Teil der Musk-Story. Mit SpaceX hat er es geschafft, ein privates Raumfahrtunternehmen aufzubauen, das inzwischen Raketen für die NASA startet, Satelliten ins All schießt und an der Kolonisierung des Mars arbeitet. Das Besondere: SpaceX hat mit wiederverwendbaren Raketen die Kosten für Raumfahrt revolutioniert. Was einst Milliarden kostete, kann heute für einen Bruchteil umgesetzt werden. Ein echter Gamechanger. Ein weiteres Projekt ist Starlink, ein Satelliteninternetdienst, der über tausende kleine Satelliten schnelles Internet auch in entlegene Regionen der Erde bringen soll. Gerade im Ukraine-Krieg hat Starlink eine wichtige Rolle gespielt, weil es dort Kommunikationsinfrastruktur bereitgestellt hat, wo andere Systeme ausgefallen sind. Das zeigt, dass Musks Projekte längst nicht nur Science-Fiction sind, sondern konkrete politische und wirtschaftliche Bedeutung haben. Dann wäre da noch Neuralink, ein Unternehmen, das Schnittstellen zwischen Gehirn und Computer entwickeln will. Klingt nach Science-Fiction, ist aber bereits in ersten Tests an Tieren und Menschen. Ziel ist es, neurologische Krankheiten zu behandeln und langfristig sogar das menschliche Gehirn mit künstlicher Intelligenz zu verknüpfen. Und zuletzt natürlich X, die ehemalige Plattform Twitter. Musk hat den Kurznachrichtendienst 2022 gekauft und radikal umgebaut. Für die einen ist das ein mutiger Schritt, für die anderen ein Desaster. Fakt ist, Musk nutzt X als Sprachrohr, um direkt mit Millionen Menschen zu kommunizieren und nicht selten auch, um mit einem einzigen Tweet ganze Märkte zu bewegen. Man denke nur an seine Dogecoin-Tweets oder seine Kommentare zu Tesla-Aktien, die teilweise heftige Kursschwankungen ausgelöst haben. Kurz gesagt, Elon Musk ist überall präsent. In der Automobilbranche, in der Raumfahrt, in der Kommunikationsinfrastruktur, in der Hirnforschung und in den sozialen Medien. Genau das macht ihn einzigartig und sorgt dafür, dass er ständig in den Schlagzeilen bleibt. Schauen wir uns jetzt die Chancen und Visionen an, die Elon Musk verkörpert. Der wohl größte Punkt ist natürlich Tesla. Auch wenn die Konkurrenz inzwischen nachzieht, bleibt Tesla Marktführer bei Elektroautos. Das Unternehmen hat nicht nur Autos auf den Markt gebracht, sondern auch ein ganzes Ökosystem aus Batterien, Solardächern und Ladestationen aufgebaut. Musk sieht Tesla nicht einfach als Autobauer, sondern als Energie- und Technologieunternehmen. Die Chance besteht darin, dass Tesla in Zukunft nicht nur Autos verkauft, sondern auch Energiespeicherlösungen für ganze Städte oder Länder liefert. Ein weiterer zentraler Punkt ist SpaceX. Hier verfolgt Musk die Vision, die Menschheit multiplanetar zu machen. Langfristig will er den Mars besiedeln. Ein Ziel, das viele für verrückt halten. Doch schon heute verdient SpaceX Geld, indem es Raketenstarts für Regierungen und Unternehmen anbietet. Allein mit dem Starlink-Projekt hat SpaceX eine neue Einnahmequelle geschaffen, die langfristig Milliarden in die Kassen spülen könnte. Und genau Starlink zeigt, wie Musks Visionen auch praktische Chancen bieten. Weltweit gibt es noch hunderte Millionen Menschen ohne zuverlässiges Internet. Mit Starlink könnte diese Lücke geschlossen werden. Das bedeutet nicht nur enormes Umsatzpotenzial, sondern auch geopolitische Macht, weil Kommunikation eine zentrale Ressource ist. Auch im Bereich künstliche Intelligenz und Neurotechnologie hat Musk große Pläne. Mit Neuralink will er Schnittstellen entwickeln, die Krankheiten wie Parkinson oder Lähmungen behandeln könnten. Und er spricht davon, dass die Menschheit sich mit KI vernetzen muss, um nicht von ihr überrollt zu werden. Ob das gelingt, steht in den Sternen. Aber die Vision ist gewaltig. Und schließlich ist da noch Musks Fähigkeit, ganze Branchen unter Druck zu setzen. Er zwingt traditionelle Autohersteller, auf Elektro umzustellen. Er zwingt Regierungen, die Raumfahrt neu zu denken. Und mit X experimentiert er mit einer Everything-App, die langfristig mehr sein könnte als nur ein soziales Netzwerk. Vielleicht ein globales Kommunikations- und Bezahlsystem. Zusammengefasst, die Chancen, die Musk aufzeigt, sind enorm. Elektroautos, erneuerbare Energien, Internet aus dem All, Kolonien auf dem Mars und Gehirn-Computer-Schnittstellen. Das klingt wie Science-Fiction, aber vieles davon setzt er bereits um. Genau deshalb sehen viele in ihm einen echten Visionär.
Natürlich gibt es neben all den Chancen auch massive Risiken und Kritikpunkte, die man bei Elon Musk nicht ignorieren darf. Ein Vorwurf, der immer wieder auftaucht, lautet Pump und Dump. Musk hat in der Vergangenheit mit seinen Tweets ganze Märkte bewegt. Besonders im Kryptobereich, man erinnere sich an Dogecoin, hat er mit wenigen Worten Preissprünge von zweistelligen Prozenten ausgelöst. Kritiker werfen ihm vor, dass er damit gezielt spekuliert und kleine Anleger in die Irre führt. Ob das stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Aber Fakt ist, seine Aussagen können enorme Kursschwankungen verursachen. Ein weiteres Risiko ist die Volatilität von Tesla und Co. Die Tesla-Aktie hat in den letzten Jahren extreme Höhenflüge erlebt, aber auch massive Rückschläge. Viele Analysten warnen, dass Tesla an der Börse teilweise zu hoch bewertet sei, gemessen an den tatsächlichen Verkaufszahlen und Margen. Auch bei SpaceX oder Neuralink ist unklar, wie sich die Unternehmen langfristig entwickeln. Aktuell sind sie stark von Visionen und Hoffnungen getrieben. Hinzu kommt Musks Managementstil, der häufig als chaotisch beschrieben wird. Mitarbeiter berichten von extremen Arbeitszeiten, plötzlichen Richtungswechseln und einem enormen Druck. Manche feiern das als Silicon Valley-Mentalität, andere kritisieren es als untragbar. Auch seine Übernahme von Twitter, heute X, hat gezeigt, dass Musks Entscheidungen polarisieren. Viele Nutzer und Werbekunden haben die Plattform verlassen, weil sie die Veränderungen nicht gutheißen. Ebenfalls ein Thema sind Musks kontroversen Auftritte in der Öffentlichkeit. Er provoziert, er polarisiert, er mischt sich in politische Debatten ein. Das sorgt zwar für Schlagzeilen, birgt aber auch Risiken. Wenn ein CEO mit einem einzigen Tweet Milliardenwerte vernichten oder schaffen kann, dann fragen sich viele Investoren, ist das wirklich noch planbar? Nicht zuletzt bleibt die Frage, ob Musk sich nicht zu sehr verzettelt. Tesla, SpaceX, Starlink, Neuralink, The Boring Company, X. Das sind unglaublich viele Großprojekte gleichzeitig. Kritiker sagen, selbst ein Elon Musk hat nur 24 Stunden am Tag. Und die Gefahr, dass er den Fokus verliert, ist real. Kurz gesagt, Elon Musk ist zweifellos ein Visionär. Aber er ist auch ein Risiko. Wer in seine Unternehmen investiert, setzt nicht nur auf Technik, sondern immer auch auf seine Persönlichkeit. Mit all ihren Stärken und Schwächen. Kommen wir zum Fazit. Elon Musk ist ohne Zweifel eine der schillerndsten Persönlichkeiten unserer Zeit. Auf der einen Seite steht er für bahnbrechende Innovationen. Er hat mit Tesla die Automobilindustrie revolutioniert, mit SpaceX die Raumfahrt auf ein neues Level gehoben, mit Starlink die globale Kommunikation verändert und mit Projekten wie Neuralink Zukunftstechnologien angestoßen, die kaum jemand sonst in dieser Konsequenz verfolgt. All das spricht dafür, dass er ein echter Visionär ist. Jemand, der nicht nur redet, sondern handelt. Auf der anderen Seite gibt es erhebliche Kritikpunkte. Musks Hang zu Provokationen, seine unberechenbaren Tweets, die Vorwürfe von Pump und Dump und sein teilweise chaotisches Management sorgen dafür, dass er an der Börse ein enormes Risiko darstellt. Wer in Tesla oder andere Musk-Unternehmen investiert, investiert immer auch in die Persönlichkeit Elon Musk und damit in all seine Stärken, aber auch in all seine Schwächen. Was bleibt, ist ein Spannungsfeld zwischen Visionär und Blender. Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Musk ist ein Unternehmer, der Dinge wagt, an die anderen nicht einmal zu denken trauen. Gleichzeitig sorgt er mit seinem Verhalten dafür, dass man ihn nicht nur als Genie, sondern auch als Risiko betrachten muss. Und genau das macht ihn so faszinierend. Elon Musk ist ein lebendes Beispiel dafür, wie eng Visionen, Risiko und Hype an der Börse zusammenhängen. Ob er langfristig als der größte Unternehmer unserer Zeit in die Geschichte eingeht oder als jemand, der mehr versprochen als geliefert hat, das wird die Zukunft zeigen. Jetzt bist du dran. Wie siehst du Elon Musk? Pump und Dump oder echter Visionär? Schreib's mir unbedingt in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie die Community das einschätzt. Und noch ein Hinweis. Wenn es andere Unternehmer oder Aktien gibt, über die du dir hier auf dem Kanal eine Analyse wünschst, dann lass es mich wissen. Vielleicht ist deine Idee schon im nächsten Video dabei. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere den Kanal und lass ein Like da, damit du keine weiteren Finanzanalysen verpasst. Bleibt gesund und denkt daran, Zeit ist Geld.